Selam aus Alanya. Wir sind jetzt wieder hier mit unseren Hunden unterwegs und haben mittlerweile schon eine morgendliche Routine aufgebaut und sind mit unserem Kaffee hier draußen und genießen den. Und Selçuk versucht gerade, Aslan ein bisschen zu entfernen. Wir haben eigentlich jeden Tag ganz viel Wäsche von unseren Kindern, aber mittlerweile können wir ganz gut mithalten durch die Hunde. Ja. Haben wir auch immer ganz viel Kleidung, weil wir einfach jeden Tag schmutzig nach Hause kommen. Und das ist auch was Schönes, denn es hat auch was Kindliches, einfach so vermatscht und dreckig zu sein. Und ja, dieses Morgendliche tut uns auch total gut, mit den Hunden rauszugehen und gleichzeitig natürlich auch an erster Stelle auch für die Hunde, weil wir draußen sind, bevor die Sonne aufgeht. Und wir genießen dann auch immer jeden Morgen den wunderschönen Sonnenaufgang. Und es ist auch ein sehr schönes morgendliches Ritual geworden für uns. Ja, und die Hunde können sich hier auf dieser Halbinsel, die von uns so ungefähr 3,5 Kilometer entfernt ist, Ja, so 3, genau. 3 Kilometer, ja, können sie hier sich richtig schön austoben und spielen miteinander. Ja, das ist auch sehr wichtig, also vor allem, weil das sind ja auch also Kangalhunde, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Und die brauchen halt auch sehr viel Auslauf. Und in Alanya ist es einfach heiß und diese Routine, die wir jetzt oder die du jetzt eingeführt hast, die fand ich jetzt richtig super. Und wir stehen jeden Morgen um 5 Uhr auf und es macht auch mich ganz anders wach, vor allem wenn wir unterwegs sind und die ständig andere Hunde sehen. Dann brauchen wir eigentlich gar keinen Kaffee, weil da ist so viel Adrenalin dabei immer, vor allem bei Aslan. Nala ist eine, die findet sofort die Fährte, also ist wie ein Bluthund. Und ich denke so immer, Nala, mach mal ein bisschen langsamer. Sie stiftet auch immer sehr oft auch an. Sie riecht von einer Entfernung und ich denke so, mein Gott, das ist der Hammer. Also es ist wirklich der Hammer. Und Aslan rennt dann plötzlich ihr hinterher und er weiß, sie hat was gefunden. Ich meine, er hat auch einen sehr starken Geruchssinn, keine Frage. Aber sie rennt überall immer schnell rum und findet was und der folgt. Ja, und vor allem ist Aslan am Anfang immer angeleint bei dir und sie lassen Ja, wir frei, weil ja, sie eben noch kleiner ist und wir wissen, sie macht nichts genau. und ist nicht so eine Gefahr für andere, also für andere Hunde. Und dann geht sie immer vorsichtig fertig, kommt wieder zurück und sagt zu Aslan, hier, da ist es. Da ist es. So. Und dann darfst du erstmal Dann darf ich Aslan erstmal halten. halten. Weil so einen Hund zu halten ist auch schwierig. Es klappt, ja, es klappt, weil ich auch stark bin. Man braucht viel Kraft und ich habe heute Morgen schon gesagt, Gott sei Dank gehen wir ins Fitnessstudio. Hab ich gesagt. Und wir halten uns fit, weil um solche Hunde auch halten zu können, also nicht nur an der Leine, ja, da muss man auch fit sein, geistig und körperlich. Es gab ja auch, ähm, ja, es gab ja auch, oder gibt ja sicherlich Menschen, die sagen, ja, solche Hunde kann man nicht halten und dies und das und jenes. Ich bin nicht der Meinung, also wenn du jetzt eine starke Persönlichkeit bist, ein starker Mensch bist, einen starken Charakter hast und wenn du weißt, wie du was zu tun hast, kannst du ihn halten. Das ist übrigens mein dritter Hund. Ich hatte ja in Deutschland schon 2 Dobermänner gehabt. Und ja, ein Kangal, der ist anders. Der ist halt unser Nationalhund. Akbaş, Kangal. Und die kommen ja auch aus der Region, wo ich jetzt auch herkomme. Sivas und Erzincan, das sind ja 2 Provinzen, die sind direkt nebeneinander. Und wir hatten auch früher, also im Dorf, meine Eltern hatten auch Hirtenhunde. Und daher ist auch eine ganz andere Verbindung jetzt zu diesen Hunden für mich. Also es kommt auch nur so ein Hund in Frage, warum? Weil es hat etwas von der Heimat. Ja, ich bin in der Heimat, keine Frage, aber auch nochmal deinen Hund zu haben, ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ja? Und wir reden auch mit den Hunden auch nur Türkisch. Ist auch richtig so, es sind türkische Hunde. Ich bringe denen alles auf Türkisch bei. Sind sie schwer erziehbar? Und Kangal macht das, was er will. Ja, aber
bringen wir ihnen die Grundsachen bei, wie komm her, Sitzplatz, ja, hören Sie, ja. Kommt ein anderer Hund ins Spiel, dann wird das schwieriger. Weil er will einfach immer wieder wissen, wer der Boss ist. Ja, das haben wir auch letztes Mal oder vor 2 Tagen, als wir in die andere Richtung gelaufen sind, laufen wir ja frei mit den Hunden. Ja, es ist einfach so und ich sage halt immer, die brauchen ihren Auslauf. Morgens um die Zeit ist kein Hund von irgendeinem Halter draußen. Alle Hühner sind eingesperrt, das ist das Wichtigste. Deswegen ist ja dieses morgendliche Laufen auch eigentlich super für uns. Und dann ist er halt nochmal Straßenhunden begegnet, beziehungsweise Nala hat wieder die Straßenhunde entdeckt und Aslan war frei. So, und jetzt rennen wir einem Hund hinterher. Und ich habe dann gesagt, okay, nee, das schaffen wir nicht. Die anderen Hunde haben es aber sofort akzeptiert, so du bist stärker, wir machen dir nichts. Und Aslan hat dann auch nichts gemacht. Der hat halt kurz seine Dominanz gezeigt, so wie ich bin hier der Boss. Mit einem Jahr. Ich denke so manchmal, Aslan, komm runter. Du bist noch ein Baby. Ja, also er ist sehr groß, er ist jetzt 1 Jahr alt und wenn der jetzt aufsteht, ist er größer wie ich. Ich bin ja fast, also was heißt fast, ich bin fast 1,80 wollte ich sagen. Ich bin 1,78. Und ich hatte ihn jetzt letztens wieder vor mir. Er ist hochgesprungen und sein Kopf ist höher wie mein Kopf. Also ihr könnt euch schon vorstellen, wie groß er ist. Er ist riesig. Ja, und ich freue mich auch, dass ich so einen wunderschönen Hund habe. Also ich darf mich echt glücklich schätzen. Da läuft der große Meister. Der Aslan. Er ist gewaltig. Und den tut es auch richtig gut, auch hier frei zu sein. Ja, und wir werden jetzt auch noch was anderes machen. Und zwar nachts werden wir dann die Hunde, das probiere ich heute Nacht aus, ab 10 Uhr aus ihrem Gehege rausholen und freilassen. Sollen sie im Dorf rumrennen. Morgens kommen sie zum Frühstück. Die haben sich ausgetobt. Ja, sie sind auch sehr sozial und sind nicht aggressiv. Nein, sind sie nicht. Nicht gegenüber Menschen, die genau. draußen sind, aber gegenüber Menschen, die zu uns rein Ja. wollen. Sehr sogar. Ja. Das war nicht, so gehört sich's. Das ist unser Areal. Ja, und wir haben auch einen sehr strukturierten Tagesablauf und sind auch immer unterwegs. Und daher tut es sehr gut, den Tag zu starten. Erstmal mit einem schönen Spaziergang und auch einfach sich zu erholen auch dadurch. Ja, erstmal auch nochmal zu reflektieren, okay, was steht heute auf dem Programm, auch nochmal so zusammenzufassen, was heute ganz wichtig ist zu machen, zu arbeiten. Und da ist es auch nochmal sehr schön, einen klaren Kopf dafür zu bekommen und zu sagen, okay, genau dies und das machen wir und so fühlt es sich gut an. Und das ist auch nochmal sehr schön. Ich habe letztens mit einer Bekannten geredet, die auch einen Kangal hat und habe ja eben erzählt, dass wir diese morgendliche Routine aufgebaut haben, weil wir eben jetzt schon in dem Ende Mai-Monat hier in Alanya sind und es natürlich sehr früh morgens schon um 9 richtig warm ist. Also wir haben hier Temperaturen schon fast morgens um 9 bei über 20 Grad und das ist auch schon sehr, sehr warm für die Hunde. Und sie können sich dann nicht so austoben, wie eben bevor Jetzt, die ne? Sonne aufgeht, wie jetzt. Oder halt morgens um 6, 7. Und sie hat das jetzt auch so gemacht. Sie hat sich jetzt auch eine Routine aufgebaut und geht jetzt auch immer ganz früh am Morgen mit ihrem Kangal raus. Und sie gesagt, ja, super, ja klar, das ist ja viel, viel besser und gesünder auch für die Hunde. Und es tut auch total gut, morgens gleich den Tag zu starten mit einem schönen Spaziergang. Also es ist eigentlich auch ein Riesengeschenk für uns, weil wir dann eben gleich morgens rauskommen und diese wunderschöne frische Luft genießen und in der Natur sind. Und wir haben jetzt auch unseren kleinen Familienzuwachs haben wir auch dabei, die Sahara. Und die Sahara, beziehungsweise die Mama von Sahara, die haben wir letztes Jahr kennengelernt, Aykızı, als wir in der Kangal Farm waren, in Karlova, im Osten der Türkei. Und die ist mir total aufgefallen, weil die Mutter, erstens war sie total schön. Güte auch in den Ja, die hat ganz viel Güte gehabt und war sehr ruhig, ist auch aufgefallen mit ihrer Ruhe. Und dann haben wir eben den Züchter gefragt, ja, wer ist das? Und er meint, ja, das ist die Aykızı und hat uns etwas von der Aykızı erzählt. Und Yatıyor, die hat aber auch ganz lang, hat sie gar keinen Nachwuchs bekommen.
Und wir haben dann immer gesagt, wenn sie Nachwuchs bekommt, dann nehmen wir sie sehr, sehr gerne. Ja, und jetzt haben wir hier die Sahara. Die schläft gerade. Die Sahara. Ja, und wir tragen sie immer mit mit so einem alten Rucksack, den wir gerade nicht nutzen, um sie einfach mitzunehmen. Denn es ist ja klar, sie ist ein Baby und sie möchte auch nicht alleine sein. Und es tut ihr total gut, dass wir sie dann gleich morgens mit integrieren und mitnehmen. So hat sie auch gleich das Gefühl von, wir beschützen dich, du gehörst dazu, zu unserem Rudel. Ja, und der Aslan. Yatio. Kümmert sich auch wirklich sehr, sehr schön um die Sahara. Und Nala, bei Nala ist es total bemerkenswert, weil jetzt wehrt sich gerade die Sahara und sagt, okay, lass mich mal schlafen hier. Sind gerade beide bei Sahara. Und mittlerweile ist uns auch aufgefallen, früher haben wir den Hunden, beziehungsweise Aslan, haben wir einen Knochen gegeben. Dann ist er erstmal weit weg und hat gesagt, ich will meinen Knochen alleine genießen. Es soll auch keiner in meine Nähe kommen, das ist mein Knochen, ja. Und jetzt sind sie gerade beide an meinem Rucksack. Aslan hat meinen Rucksack gerade mitgenommen. Ja, so ist weil er dort Knochen riecht und sagt, ja, ich will jetzt endlich frühstücken. Ve kemiklerini vermek ister misin? Gib doch gerade einen Knochen. Tamam. Die sind es halt gewohnt, morgens schön verwöhnt zu werden mit dem Knochen. Ja, mittlerweile essen sie immer ihr Knochen auch bei uns in der Nähe. Ist halt kein Pudel. Ja. Aber das hat er jetzt das erste Mal gemacht, gell? Ja. Ich will jetzt meinen Knochen. Oturun. Oturun hala. Schön Werbung noch, Tachtakalle. Ja, wir gehen ja morgens gleich raus, ohne zu frühstücken. Also die Hunde frühstücken auch nicht. Und daher ist es auch nochmal so ein Snack, so einen Knochen zu haben. Otur. Fatih. Aferin. Sen bekle. Otur. Otur. Fatih ver. Fatih. Aferin. Al. Hadi. Das ist eine größere Stück. Ja, der Selçuk bringt auch immer Aslan bei, Platz zu nehmen, dem den Knochen nicht zu geben, wenn er nicht Platz nimmt. Bekle. Bekle. Geduld zu haben. Bekle. Hayır. Hayır. Bekle. Gel. Al. Geduld. Ja, übe dich in der Geduld. Sabır. Ja. Nala gel. Nala gel. Otur. Otur. Bekle. 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 Ist auch sehr wichtig, das zu lernen. Dann können wir nämlich auch ihr Essen einfach mal stehen lassen, ohne dass sie da gleich zuschnappen. Otur. Bekle. Sen git kızım. Hayır. Bekle Nala. Bekle Nala. Bekle. Bekle. Hayır. 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 Gel. Sen de aslan gel. Gel buraya. Geduld beibringen ist auch sehr wichtig. Otur. Otur. Fatih. Aferin. Ja, und die Knochen sind auch sehr, sehr gut für ihre Ernährung, denn sie sind sehr kalziumhaltig und das brauchen sie natürlich auch, vor allem wenn sie
so wie jetzt unsere Hunde jeden Tag unterwegs sind und rennen und toben. Wir haben jetzt die Knochen, also alle gerade den Hunden gegeben und die haben das innerhalb von, ja, ihr habt es gesehen, vielleicht in 2 Minuten oder sowas gegessen, zerkaut. Aslan hat noch den letzten Knochenstück in seinem Mund und der trennt ja die Knochen mit seiner Beißkraft, das ist unglaublich. Ja, und Nala bettelt gerade so, lass mir auch ein Stückchen. Ja, das waren jetzt gerade die letzten 2 großen Stücke, die habe ich jetzt auf Aslan gegeben. So, no, do you listen, Lenjusun? Die regt sich, oh, unser Kaffee, unser Kaffee, unser Kaffee. Weg von unserem Kaffee. Ja, und die haben ja auch eine sehr, sehr, sehr starke Beißkraft. Ich lache jetzt gerade wegen der Nala. Die haben eine sehr, sehr starke Beißkraft und die zertrennen ja den Knochen ja echt, also es geht sehr schnell. 740 PSI oder PSI wird ja im Internet geschrieben, dass die Hunde an Beißkraft haben und absolut, also absolut den stärksten Gebiss von den Hunden hat der Kangal. Und was auch immer wieder auch der Fall ist, dass die Leute, die einen braunen Hund sehen, ja, oder so ein Kırçıl, sagen wir zu diesen dunkleren, was ich jetzt zu meiner Linken habe und hier Boss zu den helleren, denken sie sehr oft, auch wenn sie in Deutschland solche Hunde sehen, die dem Kangal ähnlich sind, vom Fell her und von der Statur her, oder gitme kemik. Dass es ein Kangal ist, aber sind die zum größten Teil auch nicht. Ja, was? Hey, 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 ich sehe das schon, Gell, gell, gell. Gell, Bruder, gell. Gell. Der Aslan schaut schon so aggressiv. Na, hayır. Ja, also sie ist 9 Monate alt, aber sie führt sich immer manchmal so auf, als wäre sie hier Alpha. Also, das ist, yapma. Und man muss schon aufpassen, und dass man zum Beispiel in Deutschland, wenn man auf Google Kangal gibt, sieht man immer sehr oft negative Schlagzeilen. Das liegt aber auch zu 100%, würde ich jetzt sagen, dass es immer Mischlingshunde sind. Ja? Bei ein reinrassiger, ich bin jetzt so oft unterwegs, ihr Lieben, da kann mir jetzt kein Berichterstatter von irgendeiner Zeitung oder irgendwelche Hobbyleute, wo sich mit den Hunden gar nicht auskennen, die sich mit Hunden auskennen, aber nicht mit diesen Hirtenhunden auskennen, über die Hunde nicht so viel erzählen können. Ich habe sogar auf YouTube Kangal auf Deutsch eingegeben und da waren Berichte über die Hunde und ich habe mir die Hunde angeschaut, die sie als Kangal vorweisen und zeigen. Das sind gar keine, das sind Mischlingshunde. Kangal hat gewisse Merkmale wie Statur der Kopfform, Schwanzform, Körperstatur, hintere Hüften, wie hoch die sind und Augen, vor allem Lid etc. Das erkennt man nicht. Ja? Das erkennen Laien nicht. Ja, aber wenn du dich mit diesen Hunden auskennst, dann weißt du ganz genau, was ein Unterschied ist. Bin ich vielleicht zu weit weg? Ich muss voll schreien. Okay, geht das? Ja, und das ist auch immer auch sehr wichtig, dass man Hunde nicht in eine falsche Kategorie einordnet, wo sie gar nicht hingehören. Und vor allem gab es auch Kommentare wie, oh je, die Hunde sind dies, die Hunde werden das machen. Nein, die Reinrassigen machen das nicht, ihr Lieben. Die Reinrassigen sind sehr sozial, sind extrem beschützerisch. Ja, sie brauchen Raum. Ja, ihr seht das, wir bieten ja auch den Raum den Hunden an. Und denen geht es echt gut bei uns. Also denen geht es richtig saugut. Richtig gut. Die kriegen super Essen, die kriegen Nahrungsergänzungsmittel. Ich gucke da schon drauf, dass ich wirklich tolle Kangalhunde habe. Weil das für mich auch, ja, es ist Liebe. Ja? Und ich mache das ja auch mit Liebe und Tuba passt auf die Hunde besser auf wie ich, muss ich sagen. Also da kommt auch wieder die Mama ins Spiel. Sie träumt gerade, die Sahara. Sie träumt süß, gell? Ja, und leider, also wie gesagt, auf YouTube sehe ich deutsche Videos oder auch deutsche Trainer, vor allem auch Deutsche, die Hunde haben und sagen, ja, der Kangalhund, der wurde bei uns hier in dieser Tierfarm abgegeben. Und es sind aber keine Kangalhunde, ja. Das heißt, es sind
Straßenhunde, mit, wir sagen auch Kırma, ja, mit Kangal ist vielleicht 10% drin, ja, vielleicht so die Form etc. Aber es sind keine. Auch wenn sie ihm sehr ähneln, sind keine. Ja, und das ist auch immer sehr wichtig. Das heißt, ordnet, aber woran liegt das? Das liegt auch daran, dass die meisten, die wo auch irgendwas kommentieren, sich, äh, sich gar nicht damit auskennen, sondern hören sagen. Ja, und das, was in den Nachrichten nachgerichtet wird, gibst du gerade eigentlich wieder weiter. Du lebst es gar nicht. Das heißt, du lebst etwas nicht und versuchst über etwas zu erzählen, wo du jetzt auf 2, 3 Videos und 3, 4 gesehen hast und bei 3, 4 Zeitungsartikel gelesen hast. Das heißt, urteile nicht, rede nicht, sondern sieh die Schönheit. Ja, das sind amasoziale Hunde und ne oldu? Gel. Bir şey mi oldu canım? Bir şey yok bende de, bir şey yok. Burada bitti. Bu bitti. Tamam, bunda bir şey yok. Hadi gezin. Hadi. Guck ihn dir mal an. Ja, also Aslan ist ein toller Hund. Ich liebe ihn sehr. Und schaut ihn nur mal an. Er ist ein Precht. Gel buraya gelin. Gel buraya geleceksin. Gösterelim mi? Gel bir gel. Hop. Hop. Gel. Nicht aşağı değil. Yukarı gel buraya gel. Buraya. Geliyorsun. Der riecht Knochen, deswegen. Die Tüte, der macht's gerade nicht. Bunda bir şey yok. Buraya geleceksin. Hop, hadi gel. Hadi. Gel buraya. Hop. Ah, gel. Hoppa. Ya. Bunda bir şey yok canım, yok. Bunda kemik vardı, kemik. Ja, also ihr seht das, wenn man Hunde hat, ist überall Erde, braucht man kein Ekelgefühl mehr oder muss das irgendwie loswerden. Und das ist ja auch etwas Schönes, geerdet zu sein. Und man muss Kangalhunde auch lieben. Das Traurige ist, dass zum Beispiel Mischlingshunde, sage ich jetzt zum größten Teil. Unser Kaffee, warte. Ich rette unseren Kaffee. Dass leider Gottes, danke, das war glaube ich deiner, sehr viele Hunde auch in den Tierheimen landen, zum Beispiel von so Jugendlichen. Ja, und das ist auch immer so ein Thema. Oder von Personen, die die Hunde nicht halten. Du kannst einfach so einen Hund in der Wohnung nicht halten. Es ist einfach so. Wir haben ja die Hunde uns geholt, also Aslan. Mit Aslan haben wir begonnen. Und ich wusste sofort, ich werde sofort ein Haus anmieten. Ich wollte sowieso an den Dim-See ziehen, hier wo wir gerade sind. Ich wollte auch genau in dieses Dorf ziehen, wo wir jetzt gerade sind. Also Kraft der Anziehung, sage ich dazu. Für die nicht-spirituellen. Ja, es ist einfach so, wie es ist. Und ich bin glücklich darüber. Danach haben wir uns die Nala geholt. Und jetzt Sahara. Und ja, ich werde diese Hunde hier züchten, ihr Lieben. Und ich werde auch sehr viele von diesen Babys auch zurück in meinem Dorf bringen, zu meiner Tante. Dass auch sie hat ja auch Büyükbaş, Küçükbaş, Schafe und Rinder, Kühe. Dass dort diese Hunde auch dort wieder vertreten werden, in der Region, wo ich auch herkomme. Und darüber freue ich mich jetzt schon, dass die Originalen, also aus der Provinz Kangal, deswegen heißen auch die Hunde Kangal bei Sivas, dass die auch dann dort wieder bei uns wieder sich vermehren und dass sie auch dort ihre Aufgaben auch nachgehen. Ja, ganz kurz nochmal zum Thema, wegen dem Kaffee habe ich mich glaube ich kurz ablenken lassen. Ja, dass die Hunde zum Beispiel auch immer in den Tierheimen landen, ist auch immer so eine traurige Sache, muss ich sagen. Aber es kommt halt immer davon, dass immer sehr junge Leute auch diese Hunde sich zulegen und dann sich halt überschätzen. Warum einen Hund zu haben, ist genauso wie wenn du irgendwann sagst, ich möchte ein Kind haben. Ja?
Jeder Hundeliebhaber weiß, dass das bringt Verantwortung. Du musst den Hintern putzen, musst Pampers kaufen und so ist es auch beim Hund. Du musst einfach ihm immer wieder Essen geben. Du musst mit deinem Hund Gassi gehen und wir machen das. Also du hast es echt toll eingeführt, Tuba, muss ich echt sagen. Und du hast Verantwortung und den geben wir auch nach. Und die meisten schaffen es halt in Deutschland nicht. Warum? Wo willst du in Köln also einen Hund halten? Frankfurt oder so. Du brauchst Areal, du brauchst Fläche, du brauchst Land. Ja? Und schau mal, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind in einem Dorf.